Hallo und herzlich willkommen, so schön, dass du wieder da bist. Wenn du magst, gib mir gern ein Like, teile das Video, abonniere meinen Kanal. Heute möchte ich mit dir über eine der strahlendsten Karten im ganzen Tarot sprechen, und zwar über die Sonne. Allein der Name löst doch schon ein Lächeln aus, oder? Sonne steht für Licht, Wärme, Freude, Lebendigkeit, und genau das bringt diese Karte mit sich. Sie ist ein Symbol für Glück, Klarheit, für Lebenskraft und für einen Neubeginn voller Optimismus. Und ich verspreche dir, wenn die Sonne in einer Legung erscheint, dann darfst du dich auf gute Zeiten freuen. Die Karte, die Sonne ist im Tarot tatsächlich die große Erleuchterin. Sie bringt Licht in dunkle Ecken, sie vertreibt Schatten, sie wärmt unser Herz und sie schenkt uns das Gefühl von Zuversicht. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn du an einem kühlen Morgen nach draußen gehst und plötzlich kommt die Sonne durch die Wolken. Dieses Kribbeln auf der Haut, dieses, das Leben ist schön, genau das ist die Energie dieser Karte. Sie steht für Lebensfreude, Erfolg, Heilung, Kindlichkeit und für das Strahlen deines inneren Wesens. Im klassischen Tarot zeigt die Sonne ein Kind, das nackt und frei auf einem weißen Pferd reitet. Hinter ihm die strahlende Sonne, darunter Sonnenblumen. Dieses Bild ist voller Symbolik. Das Kind steht für Unschuld, für Reinheit, für die pure Freude am Leben. Das Pferd für Kraft, Bewegung und Treue. Und die Sonnenblumen für Wachstum, für Lebendigkeit, für das sich hinwenden zum Licht. Es ist ein Bild, das uns daran erinnert, du darfst vertrauen, du darfst dich zeigen, du darfst mit deinem wahren Sein nach außen treten. Wenn die Sonne in einer Legung auftaucht, bedeutet das fast immer, die Dinge klären sich. Vielleicht hattest du vorher eine Phase von Unsicherheit, von Zweifel oder von Nebel. Aber nun kommt Klarheit, die Sonne vertreibt die Wolken, die Wahrheit wird sichtbar, und du erkennst plötzlich den Weg, der vor dir liegt. Das ist unglaublich befreiend. Es ist, als würde jemand einen Vorhang zur Seite ziehen, und du siehst die Schönheit dahinter. Kein Versteckspiel mehr, keine Verwirrung, sondern klare Sicht. Und das schenkt dir neue Energie. Spirituell gesehen, ist die Sonne eine Einladung, dein inneres Licht zu leben. Jeder Mensch trägt diese Strahlkraft in sich, doch manchmal halten wir sie zu klein. Vielleicht aus Angst, vielleicht aus alten Verletzungen, vielleicht, weil man uns früher gesagt hat, mach dich nicht wichtig und so groß. Aber die Sonne im Tarot sagt dir jetzt, du darfst und sollst leuchten, und zwar ohne schlechtes Gewissen. Dein Licht ist nicht nur für dich, sondern für alle. Wenn du strahlst, dann strahlen auch die Menschen um dich herum. Und vielleicht ist genau das dein Beitrag zur Heilung der Welt. Die Karte erinnert uns auch daran, wieder das innere Kind in uns zu wecken. Erinnerst du dich, wie unbeschwert wir als Kinder waren? Spielen, lachen, ausprobieren, ohne Angst, Fehler zu machen. Genau das steckt in der Sonne. Sie will, dass du wieder Freude zulässt. Dass du dich nicht so ernst nimmst. Dass du auch mal verrückte Dinge tust, einfach weil sie Spaß machen. Denn das Leben ist nicht nur ein Kampf oder ein Pflichtprogramm. Das Leben ist ein Fest. Und die Karte lädt dich ein, dieses Fest wieder zu feiern. Natürlich kann die Sonne auch sehr konkret bedeuten. Erfolg, Anerkennung, Glück in Beziehungen, Heilung auf körperlicher oder seelischer Ebene, das Erreichen von Zielen. Es ist die Karte des, ja, das klappt. Stell dir vor, du hast eine Frage im Tarot gestellt, und die Sonne fällt. Das ist fast immer ein positives Zeichen. Es bedeutet, dass du auf dem richtigen Weg bist, dass die Energien dir Rückenwind geben, dass du mit Freude weitermachen darfst. Es ist die Zusage des Universums. Alles wird gut. Humorvoll betrachtet, könnte man sagen, die Sonne ist die beste Wellnesskur, die es gibt. Keine Sauna, kein teures Spa, kein exotisches Öl, einfach nur Licht, Wärme und Strahlen von innen. Du kennst sicher Menschen, die so eine Sonnenenergie haben. Wenn sie den Raum betreten, wird es automatisch heller. Vielleicht bist du selbst so jemand, und wenn nicht, dann erinnert dich die Karte daran, dass du genau dieses Strahlen entwickeln kannst. Und dafür brauchst du keine Anstrengung, sondern nur die Bereitschaft, dich zu öffnen. Natürlich, jede Medaille hat zwei Seiten. In seltenen Fällen kann die Sonne auch warnen. Achte darauf, dass du nicht verbrennst. Zu viel Sonne kann blenden, kann überhitzen. Manchmal übertreiben wir, wenn wir euphorisch sind, und vergessen dabei die Balance. Also, genieße das Strahlen, aber bleib mit beiden Füßen auf dem Boden. Das Licht soll dich stärken, nicht erschöpfen. Die Sonne ist aber vor allem eines, Heilung. Sie bringt Licht in alte Verletzungen. Sie zeigt uns, dass Dunkelheit nie ewig bleibt. Sie erinnert uns daran, dass nach jeder Nacht der Morgen kommt, und nach jedem Winter der Frühling. Und wenn du gerade in einer Phase bist, in der es schwierig ist, dann lass dir von dieser Karte sagen, die Sonne geht auch in deinem Leben wieder auf. Vielleicht schon schneller, als du denkst. Halte durch, vertraue und öffne dich für diese Wärme.
Für mich persönlich ist die Sonne wie eine Umarmung des Himmels. Sie sagt dir, du bist richtig, so wie du bist. Sie sagt, es darf leicht sein. Und sie sagt dir auch, erlaube dir, Freude zu haben. Und mal ehrlich, wie oft nehmen wir uns zu ernst, wie oft machen wir uns Sorgen, ärgern uns und wie oft glauben wir, kämpfen zu müssen? Dabei reicht es manchmal, einfach ins Licht zu treten, tief durchzuatmen und zu sagen: Danke Leben, dass es mich gibt. Danke, dass ich hier bin. Also, lass dich heute von der Sonne anstecken. Mach etwas, das dich zum Lachen bringt. Ruf jemanden an, der dein Herz erwärmt. Geh raus, tanze, singe, sei verrückt, oder mach einfach gar nichts und genieße deinen Tag in Ruhe. Es muss nicht immer Action sein. Wenn du also das nächste Mal die Sonne im Tarot ziehst, erinnere dich, es ist die Karte der Freude, der Klarheit, der Wahrheit, der Heilung. Sie schenkt dir Lebenskraft, Vertrauen und ein herzliches Ja zum Leben. Und sie lädt dich ein, dein Strahlen großzügig zu teilen. Denn wenn wir alle ein bisschen mehr Sonne sind, dann wird diese Welt automatisch heller. So, das war die Tarotkarte, die Sonne, eine der schönsten Karten im Tarot. Ich hoffe, du konntest spüren, wie viel Wärme und Freude sie bringt. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir ein Like, teile das Video, abonniere meinen Kanal und schreib mir gerne einen Kommentar, wie die Sonne in deinem Leben wirkt. Ich freue mich von dir zu lesen. Bis zum nächsten Mal, bleib im Licht und strahle. Pass gut auf dich auf.